Menschen, die alle so in so Boxen drin sitzen und irgendwie nur so überdrehte miteinander verbunden sind und eigentlich glücklich sind. Das sind eben jetzt die wirklich größten Investitionen in die Technologie, die derzeit weltweit getätigt werden, in den USA und China vor allen Dingen. Das müssen wir uns schon vor Augen halten, dass wir gerade darauf wetten, dass wir komplett als Menschen in unseren Entscheidungen durch eine Maschine ersetzt werden, dass diese Wette aufgeht. Und darauf wird sehr viel Geld gesetzt, dass wir also immer weniger Handlungsspielräume haben und das aber auch gar nicht mehr als Einschränkung empfinden. Wie schaffen wir das, Glück wieder außerhalb unserer Box zu empfinden, mit diesem unbequemen anderen? Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen und uns über Dinge Gedanken machen, weil wir später vielleicht gar nicht mehr dazu kommen, noch Entscheidungen zu treffen. Sind wir jetzt an dem Punkt oder haben wir noch Zeit? Willkommen, Matthias Pfeffer. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Sie haben soeben ein Buch veröffentlicht mit dem Thema Die offene Zukunft und ihre Feinde und dem Untertitel Wie wir die freie Gesellschaft von der KI-Diktatur bewahren können. Das haben Sie geschrieben in Co-Autorenschaft mit Jürgen Pfeffer, Professor für Computational Social Science in München, und Paul Nemitz, Jurist und langjähriger Direktor für Grundrechte in der Europäischen Kommission. Genau. Und zu Ihnen, Sie sind Philosoph, Sie sind auch Journalist, Sie haben 20 Jahre als Geschäftsführer und Chefredakteur bei Focus TV gearbeitet und außerdem sind Sie Gründungsdirektor des Council for European Public Space. Sagen Sie mir doch mal, was macht eigentlich die KI-Technologie so unwiderstehlich? Sie nimmt uns sehr viel Arbeit ab und zum ersten Mal geistige Arbeit, die notwendig ist für viele, viele, viele Arbeitsbereiche in unserer Gesellschaft, aber auch in unserem privaten Leben. Man kann vereinfacht vielleicht sagen, dass so in der ersten industriellen Revolution mit der Dampfmaschine unsere physische Arbeitskraft automatisiert wurde und dadurch sind natürlich enorme Produktivitätsgewinne und enorme Entwicklungsschritte möglich geworden. Und heute wird durch KI unsere geistige Arbeit automatisiert. Und nach der Behauptung der Anbieter auch durch autonome KI zunehmend ersetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch wahrnehmen als eine Technologie, die uns erstmal Arbeit abnimmt und die vielleicht auch so eine Art von Ordnung in der Welt schafft. Es ist in der Logik dieses Fortschrittsnarrativs, wie man heute sagt, natürlich der nächste Schritt. Die Menschen haben ja immer versucht, ihre Lebensbedingungen mit Hilfe von Technik zu verbessern. Das ist ja im Grunde die ganze Zivilisationsgeschichte besteht daraus. Und nun ist natürlich jetzt die geistige Arbeit dran. Das Denken. Also wir sagen ja manchmal, die KI denkt, die Maschine denkt. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen menschlichem Denken und der Funktionsweise von KI? Das eigene Selbstverständnis zu gewinnen, das ist eigentlich etwas, was man als Denken bezeichnet und das umfasst sehr viel mehr Bereiche als das, was die KI abbildet. Aber die kann dieses Denken und all diese Arten der Kommunikation kann sie simulieren und das eben sehr, sehr gut. Und das geschieht eben über Wahrscheinlichkeitsberechnungen, über Algorithmen, die Daten kombinieren, sodass da etwas vermeintlich Sinnvolles herauskommt, wie wir an den Sprach-KIs jetzt sehen. Das ist im Grunde eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, ja? So wie ich das verstanden habe, dass bei diesen Large Language Models im Grunde genommen die KI sich immer nur überlegt, wie das nächste Wort statistisch gesehen auszusehen hat. Ja? Und basiert eigentlich ihre statistische Hochrechnung aus Daten, aus diesem riesen Datenpool im Internet über alle unsere Äußerungen, um dann hochzurechnen, was es ist. Also Sie sprechen davon, dass da der Weltbezug fehlt. Was für mich so interessant ist, dass wir zwar auf der einen Seite das Gefühl haben, es stimmt, also der Text scheint logisch und oftmals überzeugender als das, was ich mir ausdenken würde, wenn ich selber Worte aneinanderreihe. Und zur gleichen Zeit weiß ich aber nicht, auf welcher Systematik der eigentlich aufbaut.
Also diese Blackbox. Und weil er aber so überzeugend ist das manchmal auch so ein ganz wohliges Ohnmachtsgefühl, weil ich mir vorstelle, ach, da gibt's irgendwie so eine lenkende Kraft, die weiß es wohl besser als ich. Und warum soll ich mich dem nicht vollkommen hingeben? Ja? Ich glaube, das haben Sie auch beschrieben, dass ja dann nicht nur der Effekt ist, dass ich dem Text traue, sondern dass ich den Inhalten traue. Also es ist nicht nur ein schöner Satz, sondern in der Folge der Sätze entsteht ja Bedeutung und diese Bedeutung scheint für mich überzeugend zu sein. Absolut, Sie haben es genau richtig beschrieben und im Grunde ist der fehlende Weltbezug, wird dadurch natürlich ersatzweise sozusagen kaschiert, dass die Texte, die ursprünglich mal eingeladen wurden, die ja die Basis sind für diese Hochrechnungen, was jetzt als nächstes Wort sinnvollerweise, das heißt am wahrscheinlichsten kommen sollte. Diese Texte sind natürlich von Menschen ursprünglich mal erstellt worden und haben natürlich einen Weltbezug. Und für uns ist die Sprache natürlich ganz elementar und deswegen sind auch die Large Language Models jetzt so elementar in ihrem Einsatz. Die Sprache ist eigentlich das, was uns von den Tieren dann letztlich unterscheidet. Sie macht uns kooperationsfähig, sie macht uns reflexionsfähig, sie macht uns verständigungsfähig. Mit uns selbst, mit der Umwelt, mit anderen Menschen. Sie macht es möglich, dass wir politisch handeln. Sie macht es auch möglich, dass wir Technik entwickeln. Denn das geht nur über sprachlich vermittelte Vorstellungen. Und wenn wir Naturgesetze formulieren, dann machen wir das zwar häufig in Formeln, aber um sie zu verstehen, müssen wir sie versprachlichen. Ja, und wie Sie schon sagen, also da sind ja menschliche, wie würde man sagen, menschliche Werte oder auch politische Überzeugungen mit eingewoben, ohne dass ich das ja eigentlich weiß, weil ich verstehe die Blackbox nicht. Ich weiß nicht, aus welchen Texten, mit welchem ursprünglichen Weltbezug eigentlich dieser Sinn zusammengesetzt wurde, dieser sprachliche Sinn in diesem Fall, was sich zum Teil aber sehr gut anfühlt, wenn mein Wertesystem ungefähr ähnlich ist, habe ich ja erstmal ein wohliges Gefühl. Ich fühle mich ja erkannt. Ich fühle mich sogar vielleicht gesehen und könnte jetzt mir überlegen, wenn es doch verschiedene KI-Modelle gibt, die vielleicht andere Wertemodelle haben, da gibt es ja inzwischen schon Erhebungen der verschiedenen KI-Modelle, welchen Wertekanon, auch zumindest aus welchen globalen Regionen die entsprechen. Dann könnte ich jetzt eigentlich einfach mal das auspicken, was mir am meisten entspricht. Wenn ich mich richtig entsinne, ist zum Beispiel ChatGPT entspricht ungefähr unserer globalen Region hier. Gar nicht so sehr der amerikanischen, wie ich erwartet hätte, sondern eher der europäischen. Und könnte mich zurücklehnen und könnte sagen, ach, eigentlich ist es doch ganz schön, dann konzentriere ich mich auf andere Dinge. Die KI trifft für mich Entscheidungen. Was ist denn jetzt eigentlich das Beängstigende daran? Ist es die Technologie oder ist es eigentlich unsere Bereitschaft, uns der Technologie so hinzugeben? Ich glaube schon Letzteres. Also die KI hat durch diese Simulationskraft den Verlockungseffekt, dass sie uns in eine Bequemlichkeitsfalle führt, weil sie uns eben viel abnimmt. Bequemlichkeitsfalle heißt eben für mich auch, dass dann, weil es so schnell ist, so überzeugend wirkt, wir dann auch eine Entscheidung gerne abgeben an diese Maschine und das führt zu einem Verantwortungstransfer. Also das heißt, wir übertragen dann auch eigentlich die Verantwortung von unserer eigenen Entscheidung durchaus auf die Maschine, indem wir die das machen lassen. Und natürlich besteht die erste Gefahr jetzt darin, dass wir da Fähigkeiten verlieren und später auch in dieser Welt dann ohne diese Maschinen ja gar nicht mehr zurechtkommen. So wie wir ja schon im Grunde jetzt, wenn Sie auf die Straße gehen, es findet sich ja keiner mehr in der Stadt zurecht, weil er ständig auf seinen Google Maps schon schaut. Also das sind alles so schleichende Prozesse der Abhängigkeit und die Gefahr, würde ich jetzt einfach mal sagen, besteht darin, dass wir Autonomie verlieren. Sie sprechen da, glaube ich, auch von De-Skilling, also dass wir so bestimmte Fähigkeiten im Laufe der Zeit verlieren. Und zur gleichen Zeit ist es ja auch interessant, dass wir die Fähigkeiten dann aber irgendwann vielleicht auch wieder brauchen, um die Maschinen in Zukunft wieder zu programmieren oder den Algorithmus oder bestimmte Werte sozusagen drauf zu programmieren. Diesen Dauerkontakt mit der KI führt auch dazu, dass wir neurologisch uns so stark verändern. Also Sie hatten da so einen Begriff, die
Kontingenzbewältigung, also der Umgang mit dem Ungewissen oder mit den Zufällen, was ja unser Gehirn auch trainiert, Probleme zu lösen, Konflikte zu lösen, vielleicht Konflikte auch schon zu antizipieren im Vorfeld. All diese Dinge, die wir eigentlich auch im Sozialen, in der sozialen Interaktion brauchen, geht uns verloren, weil uns die Technologie das abnimmt. Ja. Wenn man das wirklich zu Ende denkt, würde das bedeuten, dass wir Zukunftsbewältigungsstrategien komplett an eine solche Maschine auslagern, die wir nicht verstehen können. Und das ist schon eine wirkliche Entmachtung des Menschen, aber auch so unserer Vorstellung einer demokratischen, selbstorganisierten Gesellschaft, in der Vielfalt herrscht. Und nicht die Einfalt von großen Unternehmen, die jetzt plötzlich diese Daten alle kontrollieren und deswegen in der Lage sind, auf Basis dieser Daten immer schon den nächsten Schritt hoch zu berechnen, den wir jetzt gehen wollen und gehen sollen und gehen werden. Wir sehen jetzt, dass Entscheidungen auf dem Schlachtfeld in den Kriegen unserer Tage ausgelagert werden an KI-Systeme. Wenn man jetzt ein Land wie den Iran überfällt und 1000 Schläge in den ersten Tagen ausführen will, dann braucht man allein für die Zielauswahl und die Planung, die Durchführung sehr viele KI-Systeme. Das heißt, Entscheidungen, was die Zielauswahl betrifft, werden schon jetzt heute von solchen Maschinen getroffen. Es werden also Menschen getötet durch die Entscheidungen, die in einer KI stattfinden. Es gibt jetzt am Ende nur noch Zeitfenster bei einigen Systemen von 8 Sekunden, in denen der General, der Verantwortliche, der sogenannte Human in the Loop, noch eine Entscheidungsmöglichkeit hat. Aber was will er da machen in dieser Zeit, wenn die KI das ausgewählt hat? Und wir haben ja im Iran auch den Angriff auf eine Schule mit 8- bis 12-jährigen Mädchen erlebt. Das waren, glaube ich, 120 Tote? Ich glaube 170 sogar. 170 sogar, ja. Und gut, da gab es dann veraltete Geheimdienstinformationen. Die Daten waren wohl anscheinend falsch, aber das zeigt eben, dass man da eben relativ, ohne große Prüfung noch einmal dann eben vorgeht, diese Entscheidung akzeptiert, weil sie von der KI kommen. Und ich halte das besonders in Kontexten, wo es um zeitkritische Entscheidungen geht, für sehr problematisch. Militär ist nur ein Beispiel. Es gibt auch in der Notfallmedizin solche Systeme, die ausrechnen, wie eine Triage, das wissen wir jetzt seit Corona ja alle, was das ist, durchgeführt werden soll. Das ist eigentlich auch aufgebaut wie ein Algorithmus. Das lernen auch Rettungssanitäter und Ärzte, wie sie sich da orientieren in der Situation, wenn sie zu einem Unfall kommen und ganz viele Verletzte und Schwerverletzte haben. Wen behandeln sie zuerst? Das sind ja ganz schwierige Entscheidungen, die natürlich ethisch eine ungeheure Dimension haben. Wenn Ihnen die Maschine diese Entscheidung abnimmt, müssen Sie dieser Maschine natürlich vertrauen, dass die komplett richtig ist und stimmig ist. Bei uns sind solche Systeme schon teilweise im Einsatz für Triagefälle in der Notfallmedizin und die gleiche Befürchtung muss man dort auch haben. Also das heißt dann immer, der Arzt wird am Ende trotzdem noch entscheiden. Aber wer entscheidet noch gegen eine hochgerüstete KI, die so viele Daten verarbeitet, dass, wie Sie schon vorhin gesagt haben, bei einfachen Eingaben schon immer so überzeugende Antworten kommen, dass wir den ganzen Tag über so gute Antworten bekommen, dass wir dann auch in so einer Situation, die ethisch sehr viele Fragen aufwirft, dann ganz einfach auf den Knopf drücken, uns ein Ergebnis präsentieren lassen. Auch das ist ja wieder ein Stückchen Verantwortungsdiffusion. Das heißt, wir entlasten uns von einer schweren verantwortlichen Entscheidung. Und das Interessante ist ja auch, dass der Arzt, der vielleicht dann die Entscheidung treffen soll, vielleicht sich auch lieber auf die KI dann am Ende verlässt. Das hat einfach Effizienzgründe, dass es schneller geht. Es geht vielleicht die Erfahrung, dass es oft genug ein guter Ratschlag war oder das Gefühl, irgendwann selber gar nicht mehr genug Informationen zu haben, um die Entscheidung noch zu treffen. Oder wie wir eben schon ansprachen, dass sich unser Denken schon so verändert hat, dass wir schon kaum selber Risiken antizipieren können und Probleme bewältigen können, die außerhalb einer bestimmten Norm liegen. Ja, und im Falle des Arztes kommt auch noch dazu, also stellen Sie sich vor, Sie treffen eine Entscheidung und gegen einen bestimmten Patienten, wo Sie dann eben sagen, und vielleicht auch gegen die KI rät Ihnen jetzt, diese Person zu behandeln und Sie sagen, nein, ich behandle lieber die andere und die Angehörigen dieser Person, die Sie nicht behandelt haben, verklagen Sie auf Basis der KI-Empfehlung. Dann müssen Sie jetzt mal nachweisen, dass Ihre Entscheidung, die Sie ganz persönlich, intuitiv als Arzt mit Ihrer Erfahrung getroffen haben, eine
Entscheidung ist, die dem standhält und müssen den Angehörigen dann erklären, dass diese mächtige KI, die allwissende, kluge KI, falsch lag und sie richtig lagen. Führt natürlich auch zu Haftungsfragen in ganz vielen Kontexten. Deswegen ist diese ganze Thematik, also die Autonomiestufen, die diese Maschinen haben, sehr problematisch. Was kann man darunter verstehen unter so einem Autonomiekatalog? Ja, das ist im Grunde angelehnt an die Autonomie beim autonomen Fahren. Sie haben also Assistenzsysteme, die erstmal nur helfen, in der Spur zu bleiben, ne, und die ihnen dann aber alle anderen Möglichkeiten, ständig ins Lenkrad einzugreifen, noch überlassen. Und irgendwann haben sie diese Möglichkeit gar nicht mehr. Dann fährt das Auto also komplett alleine. Das ist dann sozusagen die höchste Autonomiestufe im autonomen Fahren. Und so ähnlich ist es auch mit diesen KIs jetzt. Wir sind jetzt auf so einer Ebene der Agenten eben angelangt. Ich meine, dass es Stufe 3 oder Stufe 4 von 5 ist. Und dieser Agent, der übernimmt, das ist dann so definiert, dass der eben selbsttätig Aufgaben übernimmt, die jemand auf einem Niveau eines Doktoranden machen könnte. Die Systeme gibt es ja jetzt schon. Wenn man die ermächtigt, auf den kompletten Computer, auf den Mailverkehr, auf die gesamten Daten zuzugreifen, dann können die jetzt schon sehr viel Unsinn anrichten. Da gibt es ja schon Versuche und Tests dazu. Und die höchste Autonomiestufe, die OpenAI verspricht, ist die autonome Führung von sogenannten Organisationen. Also das heißt, große Unternehmen können dann auf den Knopf drücken, so ist die Vorstellung, und können dann quasi alle Abläufe, die mit Daten erfasst werden, komplett autonom steuern. Natürlich ist so eine Vorstellung dann auch gleich, dass man auch dann politische Einheiten und Organisationen so steuern könnte. Die Aussicht auf diese Technologie ist so verlockend, dass da jetzt 800 Milliarden, glaube ich, ist jetzt die Bewertung von OpenAI. Und es gibt auch ganz viel Geld, das darauf gewettet wird, dass das aufgeht. Das sind eben jetzt die wirklich größten Investitionen in die Technologie, die derzeit weltweit getätigt werden, in den USA und China vor allen Dingen. Europa holt jetzt ein bisschen auf. Und ich finde, das müssen wir uns schon vor Augen halten, dass wir gerade darauf wetten, dass wir komplett als Menschen in unseren Entscheidungen durch eine Maschine ersetzt werden, dass diese Wette aufgeht. Und darauf wird sehr viel Geld gesetzt, dass wir also immer weniger Handlungsspielräume haben und das aber auch gar nicht mehr als Einschränkung empfinden, weil wir ja so viele neue Möglichkeiten haben, uns zu vernetzen, neue Welten zu erschließen, virtuelle Welten sind es häufig, oder uns eben in anderer Weise als Mensch, so wie wir es heute verstehen, zu optimieren. Also die eigene Macht zu behalten über uns als Menschen, das ist ja, wie Sie schon sagten, nicht Selbstverständliches. Es gibt Tendenzen des Menschen, die auch gerne aufgeben, also sich der Ohnmacht ergeben und sich das sogar auch gar nicht als Verlust anfühlt. Und es gibt eben Player, die das ganz gezielt auch forcieren. Also eins der Argumente, um heute Autonomie aufzugeben, ist zum Beispiel, dass wir in Zukunft einer zukünftigen Generation von Menschen ein besseres oder glücklicheres Leben ermöglichen und damit jetzt sozusagen durch eine schwierige Zeit gehen. Nicht nur, weil wir die Autonomie aufgeben, sondern wir haben ja ganz reale Probleme vor uns. Wir werden Jobverluste erleben, wir werden soziale Unruhen erleben, wenn wir sie denn erleben. Darüber müssen wir auch noch sprechen, wenn jeder in seiner eigenen Echokammer ist. Wenn wir dem Selbstverständnis eines Elon Musk folgen, dann müssen wir jetzt den Mars besiedeln, weil wir hier die Welt sowieso kaputt machen. Und dann können wir sie aber auch weiter kaputt machen, weil wir auf dem Mars eine viel bessere Zukunft haben und weil wir uns ja dann ins Weltall von dort aus vermehren und eine ganz neue Spezies aufbauen. Die ethische Haltung, die Sie da angesprochen haben, die da im Kontext dann auch entwickelt und eben verbreitet wird und wo man versucht, eben auch Unterstützung zu finden, beruht auf dem sogenannten Utilitarismus, dass man das Glück der Menschen einfach nach Zahlen berechnen kann. Das ist im angelsächsischen Bereich auch sehr verbreitet, eine starke Tradition. Und da können Sie dann sagen, ja, also wenn wir jetzt sagen, wir gehen in den Weltraum, dann können wir eben 100 Milliarden Menschen in der Zukunft haben. Und das Glück dieser 100 Milliarden Menschen wiegt schwerer, rein rechnerisch, als das Glück der 10 Milliarden, die wir jetzt hier haben. Also müssen wir da auch nicht viel Rücksicht drauf nehmen. Und dann geht es dann nicht darum, nur Autonomie einzuschränken, sondern die Menschenwürde auch zu missachten, derjenigen, die heute leben, sie zu verrechnen in einem großen Rechenspiel, das aber dann am Ende nach meiner Auffassung als Nullsummenspiel ausgehen kann oder wird.
Das sind natürlich dann auch Menschen, die solche Theorien vertreten und solche Unternehmen führen, die sich davon Gewinne versprechen, die gar keinen Wert auf Recht legen. Das ist im Gegenteil eben nur ein Hemmnis für sie, weil es ja einschränkt. Also wenn wir jetzt anfangen und machen uns Gedanken, was sollte die KI können, dann sagen die nein. Das müssen wir einfach der offenen Entwicklung überlassen, weil sonst schaffen wir es nicht schnell genug an den Punkt zu kommen, wo sie uns dann wirklich komplett überlegen ist. Und damit meinen die in Wahrheit einen Zustand, wo sie dann die komplette Macht sozusagen auch über die Steuerungsmacht über Gesellschaften und Menschen übernommen haben oder übernehmen können. Und wir sehen ja, dass wir viele Veränderungen, die wir anfangen als Menschen, als Menschheit, immer erst verstehen, wenn die Schäden schon da sind. Das wäre jetzt in dem Fall vielleicht nicht mehr so angeraten, denn tatsächlich eine ausgereifte und wirklich ohne gesetzliche Regelungen überall implementierte KI-Technologie kann, das sehen wir in China, eine Gesellschaft komplett überwachen und steuern, sodass auch jetzt eine Revolta, eine Revolution, eine Rückkehr zur Demokratie so gut wie ausgeschlossen werden kann. Ich meine, Sie sagten, glaube ich, in Ihrem Buch, war das nicht das Buch, was veröffentlicht wurde 2021, Prinzip Mensch, glaube ich, sagten Sie schon, wir müssen jetzt Entscheidungen treffen und uns über Dinge Gedanken machen, weil wir später vielleicht gar nicht mehr dazu kommen, noch Entscheidungen zu treffen. Sind wir jetzt an dem Punkt oder haben wir noch Zeit? Nein, wir haben noch diese Möglichkeit, absolut. Und man sieht es ja jetzt auch vielleicht ein bisschen politisch. Es ist ja gerade eine wirklich sehr spannende Zeit für Europa, weil es in Europa ja die ersten Versuche gab, dieses Thema auch so zu identifizieren und zu regeln mit der Gesetzgebung, mit digitalen Gesetzen, dass eine große Region wie der europäische Binnenmarkt davon eben wirklich auch geschützt wird vor Fehlentwicklungen. Und wir sehen gerade, dass es fast kein wichtigeres Ziel für die US-Administration gibt, die also jetzt hier die Arbeit der Big-Tech-Unternehmen gerade macht, als diese Regulierung abzubauen, zu schleifen und niederzureißen. Und man muss einfach sehen, dass es einfach nur geschäftliche Gründe hat, warum das passiert. Es geht darum, die Profite dieser Unternehmen noch mehr zu erhöhen. Digitale Unternehmen haben ein sogenanntes skalierbares Geschäftsmodell. Das heißt, wenn sie einen Algorithmus ausrollen bei Facebook, dann muss der eigentlich auf der ganzen Welt ähnlich und gleich funktionieren. Wenn wir denen jetzt sagen, für 450 Millionen Europäer müsst ihr das aber ganz anders machen. Ihr müsst die Daten auf ganz anderen Servern lagern, sodass dann die Datenmacht beschränkt wird von diesen Unternehmen. Ihr dürft diese und jene Anwendung hier nicht ausspielen, dann ist das für die ein riesiger Schaden in ihren Gewinnen, die jetzt schon astronomisch sind. Das reicht aber noch nicht. Die Gewinne, die jetzt schon astronomisch sind. Sondern sie sehen dann eben Gesetzgebung, die eben Autonomie, individuelle Rechte, Grundrechte und auch demokratische Rechte schützt, als einen Feind an, den sie versuchen abzuräumen. Europa hat natürlich, war im Schlafwagen unterwegs, was die Digitalisierung betrifft. Wir haben heute eine Abhängigkeit in den Technologieelementen, im sogenannten Tech-Stack, von 80-90% von Amerika und China. Das heißt, wir können in ganz vielen Lebensbereichen, unsere gesamte Gesellschaft ist ja durchdigitalisiert, vom Stromnetz bis hin zum Gesundheitswesen, Kommunikationssysteme, Regierungshandeln, alles auf digitale Infrastruktur angewiesen. Wenn die also nicht mehr funktioniert oder wenn die gestört wird oder unterbrochen wird. Da hatten Sie ein Beispiel auch genannt im Buch, ne? Ja, es gibt einen französischen Richter im Internationalen Gerichtshof, der eben den Haftbefehl gegen Netanyahu unterzeichnet hat und der dann eben vom US-Präsidenten quasi so, wenn Sie wollen, zum Staatsfeind erklärt wurde, mit der Folge, dass dann eben die Unternehmen, die amerikanischen Unternehmen verpflichtet sind, denen auch entsprechend mit einem persönlichen Embargo quasi zu belegen. Das heißt, er konnte dann von heute auf morgen nichts mehr bestellen, weil er kein PayPal nutzen kann, kein Mastercard. Alle die Zahlungssysteme sind ja zu überwiegend großen Teilen amerikanisch. Er konnte auch natürlich logischerweise bei Amazon nichts bestellen, aber auch eben praktisch sein gesamtes Kommunikationseinkaufs- und sonstiges Verhalten musste jetzt von seiner Frau abgewickelt werden. Er hat das mal geschildert in einem Interview. Und die rudimentären europäischen Technologien, die es bis dato gibt, die sind eben noch nicht ausreichend, um das wirklich
auszugleichen. Also das ist unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt, wie weit die Hand von Trump oder in Zukunft irgendeiner anderen Autorität, die Zugang zu der Technologie hat, bis nach Europa greifen kann, um Menschen, die nach nach einem beliebigen Wertesystem sanktioniert werden, dann zu kontrollieren. Oder so sanktionieren. Ja. Also die Leute haben schon im Vorfeld sogar vielleicht schon Angst, dass ihnen das passiert. Das heißt, es wird eine viel größere Konformität geben mit, in dem Fall, amerikanischer Politik. Wer weiß, wer das in Zukunft noch ist. Das wird sich ja auch vielleicht ändern, wie wir das gesehen haben, dass zum Beispiel jemand wie Elon Musk kriegsentscheidend sein kann in einem Konflikt zwischen Ukraine, Russland über Starlink und wer dazu hat. Wir sehen es im Iran auch wieder. Da entscheiden sich ganz maßgeblich Dinge über diese Technologien, wo überhaupt keine legitimierte Regierung mehr entscheidet, welche Kriegsgeschehen da sind oder welche anderen Mechanismen international laufen, um die Mächteverhältnisse zu verändern, die wir vielleicht gar nicht so offen sehen als Kriegsgeschehen, sondern die hier ganz anders, viel subtiler und unsichtbarer gespielt werden. Ja, wobei, also das ist auch tatsächlich in weiten Teilen heute schon so, also das klingt ja alles fürchterlich beängstigend, aber wenn man sich die Fakten anschaut, wie viele unserer Daten eben auf amerikanischen Servern liegen, also mein letzter Stand, ich weiß nicht, ob er aktuell ist, aber zum Beispiel sind das 100% aller DAX-Unternehmen, die auf amerikanischen Servern ihre Wirtschaftsdaten beispielsweise mal liegen haben. Jetzt mal aber abgesehen von unseren Clouds, persönlichen Daten, die wir alle haben, wo der Marktanteil auch um die 80% ist, dann ist es ja heute schon so, dass es eben gesetzlich möglich ist. Das hat schon Trump I eingeführt vor über 8 Jahren, den sogenannten Cloud Act, dass dann, wenn die Amerikaner sagen, unsere Sicherheit ist bedroht, und das tun sie ja jetzt heute jeden Tag, dann können die also ohne Anmeldung und ohne Zustimmung des Unternehmens Microsoft, Apple, Amazon jederzeit in diese Daten reinschauen und können sich das eben angucken. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Konferenzen unserer politischen Elite auf Teams stattfindet, von Microsoft heute zum Beispiel, wo ja auch ein KI-Assistent schon eingebaut ist und so weiter. Und dann muss man sich das mal vor Augen halten, dass wir uns noch wann war das? Vor 8 Jahren oder sowas, haben wir uns noch fürchterlich aufgeregt über den kleinen Wanzenangriff ins Handy von Frau Merkel, den die Amerikaner da gemacht haben. Das ist alles vollkommen nicht mehr nötig und überflüssig. Also diese Optionen sind schon da. Inwieweit sie genutzt werden, müssen wir sehen. Was wir doch aber jetzt sehen und erkennen können, und das tagtäglich, ist doch, dass diese Macht mit ganz großer Nachdrücklichkeit ausgeübt wird und wir erpresst werden in Europa. Gebt diese Regelungen auf, gebt diesen Bürgerschutz und Bürgerrechtsschutz auf, oder wir unterstützen euch militärisch nicht mehr, wir ziehen die Soldaten ab, wir gehen aus der NATO raus und so weiter und so fort. Also wir bedrohen unmittelbar eure Sicherheit und ihr müsst dann für die Folgen einstehen. Das könnt ihr nicht, weil ihr zu lange im Schlafwagen unterwegs wart, in allen Bereichen, aber vor allem im Digitalen. Und ich glaube, dass die Abhängigkeit im Digitalen höher ist als die Abhängigkeit im Verteidigungssektor, wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf. Alleine das auch schon ein Grund, weswegen die Politik, diese Digitalpolitik, sehr viel mehr in den Fokus nehmen muss. Das Stichwort digitale Souveränität war schon die Überschrift der ersten Präsidentschaft von Frau von der Leyen. Ich glaube, das muss viel nachdrücklicher umgesetzt werden, damit wir da nicht irgendwann wirklich ein ganz böses Erwachen haben. Sie hatten ja die Charta der Grundrechte der Europäischen Union auch genannt im Buch. Daraus leiten Sie ja Rechte ab für jeden einzelnen europäischen Bürger. Ja, der Gedanke ist ja eigentlich sehr einfach, der in dieser Regelung hier und diesem Grundrecht zum Ausdruck gebracht wird, dass die Gedankenfreiheit, Meinungsfreiheit, Gedankenfreiheit, die Gedanken sind frei, das Lied kennen wir vielleicht noch, dass die davon abhängt, dass man auch eine Informationsfreiheit hat, grundlegend. Wenn Sie falsch informiert sind, können Sie keine freie Entscheidung treffen. Wir müssen ja bestimmte Grundelemente des Vertrauensschutzes haben, und wir brauchen natürlich erst recht bei den Entscheidungen, die ganz wichtig sind, zum Beispiel unsere Wahlentscheidung, unsere politische Entscheidung. Das geht aber natürlich mit der täglichen Meinungsbildung los, die Sicherheit, dass wir auf verlässlichen, überprüften Informationen überhaupt handeln und denken und entscheiden.
wenn die Wahlentscheidung nicht aufgrund von echten Fakten, sondern von reinen Fakes erfolgt, dann haben wir es nicht mit einer freien Wahl zu tun beispielsweise. Und deshalb ist das aus meiner Sicht eine Pflicht, nicht nur ein Recht des Bürgers, sondern eine Pflicht des Staates, in dem Bereich Daseinsvorsorge zu treffen, so wie wir auch in anderen Bereichen Daseinsvorsorge haben, wo der Staat verpflichtet ist, bestimmte Infrastrukturen aufrechtzuerhalten. So muss es heute darum gehen, eine Infrastruktur der Information und der Informationsfreiheit und freien Meinungsäußerung aufrechtzuerhalten, kann ich gar nicht sagen, weil wir haben sie de facto im Augenblick nicht. Aus den genannten Abhängigkeitsgründen, sondern wir müssen sie selbst entwickeln und so schnell wie möglich aufbauen. Das wäre dann AI Made in Europe. Genau. Die Chance dafür ist da. Ich denke, die finanziellen Mittel sind da. Es gibt auch die Technologien aus meiner Sicht. Wir sind hier in vielen Bereichen immer noch führend auf diesem Gebiet, was die Forschung betrifft. Es gibt auch einzelne Bereiche, die schon identifiziert wurden, wie zum Beispiel Industrie 4.0. Wir haben die besten Daten in dem Bereich, würde ich sagen. Und die Datenqualität ist die eine Hälfte der Qualität von digitalen Algorithmen, von digitalen Diensten überhaupt generell. Die zweite Hälfte sind eben die Algorithmen, die Verarbeitung dieser Daten. Aber wenn Sie keine Qualitätsdaten haben, dann haben Sie auch keine guten Ergebnisse. Und Qualitätsdaten haben wir nicht nur im Industriebereich, sondern wir haben auch im Informationsbereich wahnsinnig viele Qualitätsdaten hier, auch aus der Vergangenheit, große Archive, die zu verwenden, um Algorithmen zu trainieren, die eigenständige europäische Infrastruktur steuern. Das wäre eine Aufgabe, für die es sich lohnt, jetzt wirklich Geld auszugeben. Dann haben wir eine Riesenchance, so eine Entwicklung jetzt zu nutzen und die Not, in der wir uns jetzt sehen, zu wenden, zu einem Aufholwettbewerb, vielleicht kann man es so nennen, der aber ein ganz klares Ziel und ein ganz klares Zielbild hätte nach meiner Vorstellung, nämlich, dass wir hier auf der Basis unserer europäischen Werte und Vorstellungen etwas aufbauen, das eben unsere Lebensweise, unseren Way of Living in der Zukunft auch weiterhin möglich macht. Wir können viele Probleme, einige gezielt mit dieser Technologie lösen. Wir können bessere Medikamente entwickeln, wir können bessere Dünger entwickeln. Wir haben viele, viele Themen auf dieser Erde. Wir können vielleicht auch effizientere Energie generieren und verbrauchen und viele, viele andere Dinge mehr. Aber das sind Ziele, die müssen wir uns selber geben, müssen wir auch politisch legitimiert beschließen. Und dürfen das nicht einfach denen überlassen, die jetzt gerade mal durch einen historischen Zufall die Finger an der Macht haben. Das gibt ja so immer diese Diskussion sozusagen, wie sehr die Regulierung eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung abwirkt, ja, und oder Innovation hemmt. Sie meinten, nein, gerade Regulierung könnte ja auch zu Innovation führen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also ich glaube, das ist ja auch doch ganz klar. Also ich finde, auch dort laufen wir jetzt in die Falle dieser Polarisierung, die wir jetzt überall in allen gesellschaftlichen Diskursen haben. Es ist quasi immer nur noch Plus und Minus, 1 und 0. Dass hier diskutiert wird. Regulierung ist jetzt gerade hier der große Feind. Wir sehen ja, dass das seit der Rede von Herrn Vance in München, das ist das ideologische Konzept, mit dem Amerika uns jetzt versucht, gefügig zu machen. Das derzeitige Amerika, muss ich dazu sagen, die Trump-Administration im engen Verbund mit Big Tech. Diese politische Vorgabe müssen wir keineswegs übernehmen. Das ist ja nicht notwendig, sondern wir können einfach einen normalen, realistischen, kritischen Blick auf die Sache werfen. Regulierung ist ja nicht der Feind der Innovation, sondern ganz allgemein sind Regeln ja auch nicht der Feind der Freiheit, sondern wir können ja eigentlich nur frei in einer Gesellschaft leben, wenn wir auch Regeln haben. Also ich weiß nicht, wer dagegen wäre, dass man Verkehrsregeln aufstellt, wenn Autos gebaut und entwickelt werden und man plötzlich merkt, dass es nicht gut ist, dass sie mit 80 Stundenkilometern durch das Dorf fahren, dann ist es doch klar, dass wir Regeln bauen und brauchen und dass wir diese Sachen steuern. Das ist natürlich heute enorm komplex.
Aber ich glaube auch umgekehrt, dass es für die Industrie auch gut sein kann, wenn sie weiß, in welche Richtung eine Entwicklung geht. Dafür braucht man aber ein Transformationsziel. Wir haben es ja jetzt auch gerade bei der grünen Diskussion, grünen Transformation erlebt. Genau, hier sehen wir ja schon das Ziel Klimaneutralität als ein Beispiel zu verankern und dafür Regeln zu schaffen, schafft dann wieder Anreize für einen Markt, der sich entsprechend ausrichtet. Da gibt es Positivbeispiele aus der Vergangenheit. So könnte man heutzutage mit einem freien KI oder mit einer, ich weiß nicht, wie wir das da nennen, souveränen, menschenfreundlichen KI vielleicht Marktanreize schaffen für die Zukunft. Warum sollte das nicht ein Leitbild sein, indem wir diese Technologien eben nutzen, um wirklich, wie soll man sagen, florierendes menschliches Leben zu befördern und zu entwickeln? Da müssen wir uns die Logiken dieser KI-Systeme, die im Einsatz sind, genau angucken. Ich glaube, es gibt alternative Logiken. Warum nicht diese Logiken entwickeln? Wir geben jetzt auch in Europa sehr viel Geld dafür aus. Es sind einige 100 Milliarden für AI-Entwicklung, für super AI-Factories vorgesehen. Also es gibt schon jetzt einige wegweisende Entscheidungen der Politik, Gott sei Dank, überwiegend auf europäischer Ebene. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass irgendwann der Gesetzgeber Entscheidungen trifft. Ich hatte da bei Ihnen im Buch auch eine interessante Stelle gelesen, da machen Sie so eine Referenz zu dem Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021. Und das würde ja in dem Fall, wenn wir das mal auf die KI übertragen, bedeuten, dass wir es möglich machen müssen, heutzutage, dass zukünftige Generationen noch eine Fähigkeit zur Selbstbestimmung haben. Genau. Also wenn wir heute absehen können, dass die Selbstbestimmung nicht mehr möglich ist in der Zukunft, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann müssten wir jetzt eine Bremse reinziehen und sagen, wir müssen das sicherstellen. Und wenn das Bundesverfassungsgericht, das das in dem Klimaurteil schon bestätigt hat, es hier auch anwenden würde, würden wir nochmal die Karten ganz neu mischen, weil dann müssten wir ja bestimmte Regeln überhaupt erstmal dann im Detail ausbuchstabieren, was das wirklich heißt. Also wie würden wir eigentlich Selbstbestimmung auch in den Köpfen, vor allem in den Köpfen, weiter gewährleisten für die Zukunft. Aber auch Selbstbestimmung heißt frei von Überwachung und Fremdeinwirkung. Ja, und was müssen wir dann hier in Europa tun? Vielleicht wäre das ja sogar ein Segen, wenn es passiert, weil wir dann gar nicht mehr die Diskussion führen mit all den Verlockungen, uns vielleicht doch hinzugeben, dieser doch so bequemen Technologie und wieder den Schritt zurück machen und sagen, okay, wir sind mündige Menschen und wir wollen das bleiben für die Zukunft. Darum geht es im Grunde. Ja. Dieses Prinzip hat auch einen Philosophen zum Urheber, das ist der Hans Jonas, der das Prinzip Verantwortung geschrieben hat, als eine Ethik im technischen Zeitalter. 1979 ist das Buch erschienen. Das Vorsorgeprinzip besteht darin, dass Jonas gesehen hat, schon angesichts der Atomtechnologie und vieler anderer neuen Technologien, dass die Verantwortung des Menschen heute nicht mehr wie früher in der Ethik nur auf seinen Nahbereich begrenzt sein kann. Das heißt, das, was ich hier tue, was auf meine Menschen im direkten Umfeld sich auswirkt, ist Gegenstand der Ethik, sondern durch Entscheidungen, die wir treffen, die Technologien mit einschließen, die Folgeschäden anrichten können, die weit über meinen räumlichen und zeitlichen Horizont hinausgehen. Und das Beispiel dafür war natürlich klassisch der Atommüll beispielsweise, der über 100.000 Jahre strahlt und wo es dann eben verpflichtend ist, dafür zu sorgen, dass der eben sicher gelagert wird oder dass er vielleicht auch erst gar nicht anfällt. Das heißt, wir haben die Verantwortung dafür, dass in 100 Jahren auch noch Menschen hier einen Planeten vorfinden, auf dem sie leben können und in dem sie vielleicht auch frei entscheiden können. Das wäre jetzt aus der Logik des Verfassungsgerichts abzuleiten. Dieses Vorsorgeprinzip existiert in Europa verfassungsrechtlich verankert. Das schützt uns eigentlich, aus meiner Sicht eine gute Sache. Und es ist der Hauptfeind der Big Tech-Unternehmen. Also Sie können sich da Reden von Peter Thiel anhören, wo er das Precautionary Principle, das Vorsorgeprinzip, wirklich also für den Satan selbst hält, der eben da im Weg steht einer ungehemmten und schnellen Technikentwicklung.
bei der man sozusagen, da wird also die Argumentation umgedreht, wer jetzt solche Vorsorgeregeln aufstellt und überhaupt Regeln für die Technologieentwicklung, der verhindert, dass schneller rettende Medikamente gefunden werden, dass die Lahmen wieder gehen können, die Blinden wieder sehen können und alle Menschen Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Und auch alle Menschen unsterblich werden, so wie Peter Thiel das gerne möchte. Genau, der Klimawandel wird dann auch sozusagen per Smartphone abgeschaltet und per App beendet. Und wenn das nicht gelingt, dann sind wir schon auf dem Mars mit Elons Raketen. Das ist interessant, weil das ja eigentlich voraussetzt, dass wir jegliche aufklärerische Denkweise aussetzen, weil wir sagen, wir rechnen mit einer Unbekannten. Die setzen wir einfach nur, weil das sich eigentlich am tröstlichsten anfühlt für die Zukunft. Genau. Wir wissen ja jetzt schon, dass wir disruptive Zeiten durchgehen werden. Wir wissen, was das alles kostet, also für den Einzelnen. Wir wissen, was dieser technologische Wandel mit uns machen wird als Gesellschaft. Ja? Auch mit dem ganzen Risiko, eigentlich die komplette demokratische Legitimierung zu verlieren, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu verlieren, bis hin zu Verarmungen. Und wir sehen ja jetzt schon Depressionen, Angst und alle möglichen psychischen Probleme, die Menschen mit sich haben, die werden sich aber auch noch manifestieren in ganz andere Probleme. Ja, aber das alles schlucken wir jetzt für eine Zukunft, von der uns nur gesagt wird, dass die eventuell besser wird, weil wahrscheinlich Technologie gut ist. Also wenn ich Elternteil bin und mache die Rechnung auf eine Zukunft, die eine Unbekannte hat, die nur meiner Sehnsuchtsfantasie entspricht, ja, dann übernehme ich doch nicht mehr Verantwortung für die Generationen nach mir. Ja, jetzt ist das auch nicht ganz neu in der Menschheitsgeschichte. Das haben auch natürlich auch immer religiöse Gruppen so getan, dass sie ihre Verantwortung für die Zukunft an eine göttliche Entscheidung, an ein göttliches Vertrauen in die göttliche Entscheidung delegiert haben in gewisser Weise. Und ich glaube, hier laufen jetzt die beiden Zukunftsversprechen gerade auseinander in Teilen. Und das macht auch die Verlockung dieser technologischen Erlösungsjünger, sag ich mal, das wird ja auch immer stärker theologisch aufgeladen, das ganze Thema aus, ist das ja im Kern auch das Versprechen der Modernisierung. Das heißt, auf all die Fragen, die Sie gerade gestellt haben, würde Ihnen jetzt Peter Thiel antworten oder Sam Altman, vielleicht auch, aber auf jeden Fall Ray Kurzweil, der Entwicklungschef von Google, der ist einer der gläubigsten Technofuturisten. Ja, du kannst dir halt jetzt noch nicht vorstellen, welche Technik es dann gibt, die das löst. Das nennt man technologischen Solutionismus, die Lösungen aller Probleme durch Technik. Und das ist die große Frage, können wir alle Probleme durch Technik lösen? Ja. Manche Leute glauben das, sind da fest überzeugt. Und Glaube signalisiert ja schon ein Stück weit Religiosität. Deswegen wird es auch immer stärker religiös aufgeladen. Das ist wirklich ein Erlösungsversprechen. Wie gesagt, es wird ja sogar die Überwindung des Todes versprochen. Ja. Das gab es ja bisher nur in der Religion, das ewige Leben. Die Unfehlbarkeit gab es auch nur in der Religion. Ja. Wir müssen klar machen, dass dieses Thema eines der für mich das entscheidende Zukunftsthema überhaupt ist und dass es deswegen auch ganz nach vorne auf die politische Agenda gehört. Wir müssen klar machen, dass die Politiker sich mit diesen Themen vertrauter machen und nicht nur erkennen, dass sie auf Instagram lustige Fotos von sich posten können und dann populär werden. Wir sind sowieso in einer Transformation. Wir müssen uns jetzt entscheiden, steuern wir diese Transformation mit? Und ich glaube, das können wir mit allem, was wir hier schon geschaffen haben. Ich sage jetzt in Europa, in unserer Demokratie, in unserer Nachkriegsgeschichte, dann könnten wir sehr viel Selbstvertrauen eigentlich haben, dass wir das leisten können. Und wir werden eigentlich da alle ein bisschen unterfordert im Augenblick. Wir betreiben eine Art Selbstverzwergung, die vollkommen unangemessen ist. Obwohl wir also ein Gigant sind, können wir uns kaum noch bewegen. Oder vielleicht auch genau deshalb. Aber ich glaube auch, wir brauchen positivere Leitbilder. Also wir müssen da schon auch mal wieder ein paar Politiker haben. Das wäre schon meine stille Hoffnung, die so ein bisschen da über den Tellerrand der nächsten Wahl, der nächsten Umfrage, der nächsten Landtagswahl hinausdenken, die sich zutrauen, wieder von etwas zu reden, für das es sich lohnt, sich gemeinsam anzustrengen und die dann aber auch dafür sorgen, dass es auch wirklich eine gemeinsame Anstrengung wird und dass sie nicht nur zugunsten von ganz wenigen ausgeht. Ja. Was Sie ja noch so als bedeutsam beschrieben haben für
für unser Überleben der Demokratie ist ja, dass wir also verhindern müssen, dass wir den gemeinsamen Raum verlieren. Ich glaube, da setzt nämlich auch die Zivilgesellschaft an, worauf wir eigentlich bestehen müssen für die Zukunft, dass uns das nicht verloren geht. Nämlich eigentlich dieser gemeinsame Raum. Also das ist was mich sehr beschäftigt, weil das so unmittelbar uns betrifft, ja. Also Sie haben hier so ein schönes Zitat von Hannah Arendt gebracht. Ein jeder ist eingesperrt in seiner Subjektivität wie in einer Isolierzelle. Und ich frage mich, wie wir das eigentlich überwinden können. Also wenn wir doch über die Algorithmen jetzt so bequem jeder in seiner eigenen Realität ist, der eigenen Vorstellung der Welt, die ihm permanent auch wieder rückgespiegelt wird. Das ist ja auch so eigentlich ein wohliges Gefühl, solange alles gut funktioniert. Ich glaube, da gab es mal Forscher, die haben so ein herrliches Bild gemacht von Menschen, die alle jeweils in so Boxen drin sitzen und irgendwie nur so überdrehte miteinander verbunden sind und eigentlich glücklich sind. Und wie schaffen wir das, Glück wieder außerhalb unserer Box zu empfinden, mit diesem unbequemen anderen, also diese andere Perspektive, die nicht die eigene ist. Was machen wir? Weil das ist ja doch so ein wichtiges Element, um ein demokratisches Miteinander zu gestalten. Wenn man sich in einem politischen Raum bewegt, so wie Hannah Arendt es geschildert hat, die hat ja diese Formulierung gebraucht, um zu zeigen, wie Totalitarismus funktioniert. Also wie haben diese Systeme des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen die nationalsozialistische Diktatur und der Stalinismus, die jeweils zweistellige Millionen Opfer gefordert haben oder zur Folge hatten, wie haben die eigentlich ihre Macht so totalitär sichern können? Und dann ist ihr aufgefallen, dass das sehr viel mit der Isolierung der Einzelnen zu tun hat. Das heißt, es wird politischer Widerstand so gebrochen, indem die Leute eben nicht mehr die Möglichkeit haben, sich politisch zu organisieren. Und diese Vereinzelung ist heute natürlich in ganz anderer Hinsicht eine Gefahr, weil wir eine sehr individualistische Gesellschaft haben, eine sehr hedonistische Gesellschaft, die es gewohnt ist, dass der Einzelne mehr zählt, dass er im Mittelpunkt steht, dass auch sein Genuss und sein Genießen immer im Vordergrund stehen. Wenn man so will, ist das auch eine Schattenseite unserer Vorstellung von Freiheit, die wir so entwickelt haben, dass sie heute eben ohne Verbundenheit und ohne die Berücksichtigung dieser natürlichen und sozialen Grenzen, in denen wir uns immer bewegen, gedacht wird. Dann könnte man sagen, ja, wir bewegen uns in so eine Ego-Falle hinein, in dem dieses Versprechen immer mehr durch Konsum, durch eine konsumistische, passive Haltung bestärkt wird, so dass wir also uns immer mehr als Ego glücklich fühlen. Glücklich im Sinne von, wir werden ja mit allem versorgt. Das macht die Maschine am besten, weil sie unsere personellen Daten hat, weil sie uns am besten adressieren kann. Die sucht mir die Musik aus, die ich hören will, wo ich mich wohlfühle. Die weiß immer auf alles einen Rat und so weiter. Und dann brauche ich immer weniger andere Menschen. Das ist ja jetzt auch keine böse Dystopie und Zukunftsbild, was ich hier male. Wir haben heute schon bei den, ich glaube, 16- bis 20-Jährigen, die verbringen 3,5 Tage der Woche im Smartphone und damit mit digitalen Inhalten, zunehmend mit digitalen Assistenten, zunehmend im Gespräch mit digitalen Diensten, mit KIs, die ihnen sagen, was sie in ihrem Leben machen sollen. Die stellen immer mehr Fragen, die jeder junge Mensch sich stellt, die sein eigenes Leben betreffen, eben an die KI und akzeptieren die Antworten mit dieser Autorität der Allmacht und allwissenden Maschine, weil sie auch so persönlich sich gut anfühlen und so gut klingen. Dagegen Widerstände zu entwickeln, das ist so eine Kernaufgabe, dass man irgendwie merkt, dass es doch nicht das Wahre ist, das ist der Anfang und dass man einfach Nein sagen lernt zu bestimmten Entwicklungen. Wir sind bei der offenen Zukunft. Also wenn wir jetzt mal hoffen wollen, dass Menschen irgendwann sozusagen sich als Mensch mehr vertrauen als den Maschinen, und das wollen wir ja hoffen, ja. Welche menschliche Fähigkeit wird denn in Zukunft dann am wichtigsten, damit das stattfindet?
kritisches Denken und Urteilskraft aus meiner Sicht, dass man kritisch urteilen übt. Das ist auch, fällt auch nicht vom Himmel, das muss man ja auch trainieren. Wir brauchen freie Menschen, die sich in offenen Räumen bewegen können und auch trauen, frei zu sein. Denn Freiheit ist ja nichts Abstraktes, sondern das ist auch etwas, was man jeden Tag leben kann und muss. Und insofern, ja, ich setze darauf, dass das das bessere Zukunftsbild ist. Ich hoffe auch sehr auf eine offene Zukunft. Und ich danke Ihnen fürs Gespräch, Matthias Pfeffer. Ich danke sehr fürs Dasein dürfen.